Der Deutsche Bundestag hat das Jahressteuergesetz 2024 beschlossen. Dieses soll am 01.01.2025 in Kraft treten. Ein Schock für Anleger. Die deutsche Wegzugsteuer soll auf Anteile an ETFs und anderen Investmentsfonds erweitert werden. Also solche Anteile, die im Privatvermögen gehalten werden. Das kennen wir aus Österreich, aber in Deutschland gab es das bisher nicht. Was das für dich konkret bedeutet, das wollen wir uns in diesem Video einmal näher anschauen. Die deutsche Wegzugsteuer, sie ist die Nachfolgerin der sogenannten Reichsfluchtsteuer, mit welcher die Nazis verhindern wollten, dass Deutsche Deutschland verlassen. Wenn man damals Deutschland verließ, hat man praktisch sein gesamtes Vermögen verloren. So schlimm ist es jetzt nicht mehr. Bisher ist die deutsche Wegzugsteuer fällig, wenn man zumindest an 1% an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland beteiligt ist. Wichtig hier auch im Ausland, nicht nur deutsche Kapitalgesellschaften. Und wenn du Deutschland verlässt, dann muss hier eine Steuer bezahlt werden auf den Wertzuwachs seit Anschaffung der Anteile. Wenn du also eine deutsche GmbH gegründet hast für 25.000 Euro und 5 Jahre später ist diese GmbH 1 Million Euro wert, dann ist der Wertzuwachs 975.000 Euro und darauf musst du dann die Wegzugsteuer bezahlen. Die Wegzugsteuer ist keine eigene Steuer in Deutschland, sie ist eine Variante der Einkommensteuer. In Österreich gibt es die Wegzugsteuer ebenfalls. Dort ist sie in gewisser Weise strenger als in Deutschland, denn seit 2016 ist in Österreich auch Kapitalvermögen im Streubesitz von der Wegzugsteuer betroffen. Wenn du in Österreich lebst und 5 Google-Aktien besitzt, dann musst du beim Wegzug aus Österreich Steuer auf den Wertzuwachs seit Erwerb der Anteile auf diese Aktien bezahlen. In der Schweiz gibt es keine Wegzugsteuer. Hier muss man also nichts beachten. Von der deutschen Wegzugsteuer bist du betroffen, wenn du beim Wegzug 7 der letzten 12 Jahre in Deutschland gelebt hast, respektive dort unbeschränkt steuerpflichtig warst. Ansonsten gilt auch die Änderung natürlich für dich nicht. Anders als zum Beispiel bei der erweiterten beschränkten Steuerpflicht kommt es allerdings nicht auf die Staatsbürgerschaft an. Das heißt, auch wenn du als Österreicher oder Schweizer oder Franzose oder Amerikaner oder was auch immer 7 der letzten 12 Jahre in Deutschland gelebt hast, dann bist du von der Wegzugbesteuerung betroffen. Die Wegzugsbesteuerung wurde bereits 2022 verschärft. Davor konnte man ins EU-Ausland auswandern, ohne dass man die Wegzugsteuer bezahlen musste. Sie wurde dann gestundet. Aber seit 2022 ist sie auch fällig, wenn man ins EU-Ausland umzieht. Aber wohlgemerkt, sie war bisher nur dann fällig, wenn man an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland zu 1% oder mehr beteiligt ist. Jetzt also erstmalig in Deutschland ab 2025 wird auch Kapitalvermögen im Streubesitz, im Privatvermögen hier unter die Wegzugsteuer fallen. Schauen wir uns einmal den Gesetzesentwurf an. Das ist momentan noch die Vorabfassung. Die endgültige Fassung liegt noch nicht vor. Hier sehen wir das Deckblatt, Deutscher Bundestag, 20. Wahlperiode, 16.10.2024. Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses, 7. Ausschuss. Das wurde hier also dem Bundestag vorgelegt. Es wurde dann leicht verändert übernommen. Die Punkte, die die Wegzugsteuer betreffen, wurden nicht verändert. Auf Seite 63 des Dokumentes, ich werde das natürlich hier wieder verlinken, werden dann die Änderungen beschrieben. Dem Paragraph 19 wird folgender Absatz 3 angefügt. Soweit ein unbeschränkt Steuerpflichtiger seine Investmentanteile nicht im Betriebsvermögen hält, also im Privatvermögen heißt das, stehen den Veräußerungen von Investmentanteilen zum gemeinen Wert gleich. Die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht des Anlegers infolge der Aufgabe des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthaltes, die unentgeltliche Übertragung auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Person. Das heißt also das Verschenken der Anteile an jemanden, der im Ausland wohnt. Und 3 vorbehaltlich der Nummern 1 und 2
der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinnes aus der Veräußerung der Investmentanteile. So, jetzt kommt hier eine ganz wichtige Einschränkung natürlich. Satz 1 ist nur anzuwenden. Das heißt also, diese Besteuerung von Investmentanteilen im Privatvermögen trifft nur dann zu beim Wegzug, wenn die Summe der nach Absatz 1, § 22 und 56 ermittelten steuerpflichtigen Gewinne insgesamt positiv ist. Ja, also das heißt, nur wenn hier ein Gewinn zu verzeichnen ist und zweitens der Anleger A innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veräußerung im Sinne des Satzes 1 unmittelbar oder mittelbar mindestens 1% der ausgegebenen Investmentanteile gehalten hat. Also wenn du jetzt 1% von einem Investmentfonds besitzt, was extrem unwahrscheinlich ist natürlich, oder aber 2, im Zeitpunkt der Veräußerung im Sinne des Satzes 1 unmittelbar oder mittelbar Investmentanteile an dem Investmentfonds hält, deren Anschaffungskosten mindestens 500.000 € betragen. Das ist natürlich eine wichtige Qualifizierung hier, das ist mir völlig klar. Die meisten, die in ETFs investiert haben, werden daher nicht von der Änderung betroffen sein, jedenfalls noch nicht. Lass mich da nachher noch was dazu sagen. Du bist nur davon betroffen, wenn du an einem Fonds, an einem ETF zum Beispiel mindestens Anteile hältst, die dich in der Anschaffung 500.000 € gekostet haben. Jetzt wirst du vielleicht sagen, dass das ja etwas ist, das praktisch keinen betrifft. Das würde ich so nicht sagen. Wir haben etliche Mandanten, die einfach nach und nach über mehrere Jahre hinweg immer weiter in einen bestimmten Fonds einbezahlt haben. So nach und nach, mal 10.000, mal 20.000, vielleicht mal 100.000. Dann haben sie was geerbt, dann haben sie das in den ETF einbezahlt. Und so haben sie dort in den letzten Jahren tatsächlich 500.000 und mehr in den ETF investiert. Diese Investitionen werden ja addiert, ja, auch wenn es mehrere Investitionen gab. Das heißt also, dass davon wahrscheinlich mehr Personen betroffen sind, als man wirklich denkt. Ein anderer interessanter Aspekt ist, dass offensichtlich die Bundesregierung hier diesen Schritt gemacht hat, um die Steuergestaltung durch Unternehmer zu unterbinden. Schauen wir uns hier mal die Erläuterungen an, die ab Seite 244 des Gesetzentwurfs zu finden sind. Um die Rechtslage für die Zukunft gesetzlich zu klären und um Besteuerungslücken zu schließen, sollen die Regelungen zur Wegzugsbesteuerung auf Beteiligungen an Investmentfonds und Spezialinvestmentfonds ausgedehnt werden. Die Besteuerungslücken sind insbesondere durch Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestaltung nach § 138d Abgabenordnung zutage getreten. Im Rahmen des Mitteilungsverfahrens wurden Fallgestaltungen gemeldet, in denen die Besteuerung des Wertzuwachses eines Investmentsfonds durch eine Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht, Wegzug ins Ausland, vermieden wurde. Einiges deutet darauf hin, dass die Beteiligung an jungen Unternehmen zu einem frühen Zeitpunkt in Fonds eingelegt werden, um bei einem späteren Wegzug ins Ausland die Besteuerung von Wertsteigerungen zu vermeiden. Interessant. So, weiter unten erfahren wir dazu noch mehr. Die Rechtsänderung dient auch der Gestaltungsprävention, denn derzeit können unter bestimmten Umständen mit Hilfe des Investmentsteuergesetzes die Wegzugsbesteuerungsregelungen umgangen werden. Für diesen Zweck könnte der Steuerpflichtige die Auflage eines Investmentsfonds durch eine Kapitalverwaltungsgesellschaft initiieren, an dem er alle Anteile hält und über diese Investmentsfonds Anteile an Kapitalgesellschaften erwerben. Derartige Gestaltungen wären grundsätzlich nicht von den bisherigen Wegzugsbesteuerungsregelungen erfasst. Durch die Ausdehnung der Wegzugsbesteuerung auf Investmentanteile und Spezialinvestmentanteile werden Unternehmensgestaltungen unattraktiv. Hier doch mal ein wirklich schöner Tipp für die Steuergestaltung direkt vom Gesetzgeber. Offensichtlich, mir ist das bisher noch nicht begegnet, wurden hier also Investmentfonds speziell dafür gegründet, um die Wegzugsteuer zu vermeiden. Dass er damit natürlich auch etliche andere Anleger mit erfasst, die eigentlich gar nichts mit irgendwelchen Steuergestaltungen zu tun haben, sondern ganz normal in ETFs investiert haben,
Das scheint ihn nicht weiter zu kümmern, den Gesetzgeber. Wie immer findet man in Reddit sehr interessante Diskussionen zu allen möglichen Themen und auch zu diesem Thema. Ich werde hier mal einen Thread in Reddit öffnen. So, hier geht es also um dieses Jahressteuergesetz, das hier vor 5 Tagen beschlossen wurde. Hier wird dann auch besprochen, was wir gerade eben hinsichtlich von Unternehmen besprochen haben. So, und jetzt interessanterweise hier, was die Reddit-User dazu sagen. Die Wegzugbesteuerung für Firmen wurde schrittweise immer mehr verschärft. Ich würde wetten, dass die Grenze von 500.000 im Sinne der sozialen Gerechtigkeit bald sehr weit nach unten angepasst wird. Ein anderer User antwortet und gleichzeitig schlägt die Inflation zu. Ein anderer User fragt mal, ob er das Ganze richtig verstanden hat. Verstehe ich es richtig, dass wenn ich zum Beispiel 600.000 Euro in einem ETF besitze, aber meine ursprünglichen Einzahlungen nur 400.000 Euro betragen, 200.000 wären die Gewinne, ich von der Regelung nicht betroffen wäre? Korrekt, denn man ist nur betroffen, wenn man mindestens 500.000 in einen einzigen ETF oder Fonds investiert hat. Wenn man in mehrere investiert hat, dann gilt das nicht. Und auch wenn deine Fondsanteile heute mehr wert sind als 500.000, gilt das auch nicht. Es kommt auf den Anschaffungspreis an. Ein weiterer User kommentiert, Österreich lässt grüßen, da gibt es das Ganze schon ohne Beschränkung seit 2016. So ist es. Ich sollte mich langsam beeilen mit dem Auswandern, sagt ein anderer. Auch das ist korrekt. Ist das die nackte Angst, dass immer mehr Gutverdienende und Vermögen das Land verlassen wollen? Absolut, das ist es. Hier sagt ein weiterer User, das wird Schritt für Schritt runtergesetzt, umso mehr die Abgabenlast steigt. So ist es. Das kann man wohl absolut so sagen. Korrekt, erstmal eine hohe vernünftige Grenze, damit man den Fuß in der Tür hat, dann langsam klassische Salamitaktik. Das ist es genau. So, was musst du jetzt wissen? Also jetzt erstmal konkret natürlich hier, mir ist klar, dass viele von dieser Änderung nicht betroffen sein werden. Wenn du von der Änderung betroffen bist, möglicherweise Deutschland verlassen willst, solltest du es auf jeden Fall noch vor dem 01.01.2025 tun. Du hast also ungefähr noch 1,5 Monate dafür Zeit. Wenn du jetzt noch nicht davon betroffen bist oder auch jetzt nicht umziehen kannst, solltest du natürlich klar werden, was hier gerade passiert, nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern. Das Netz zieht sich immer weiter zu und wenn du erfolgreich bist, dann musst du davon ausgehen, dass du immer mehr bezahlen wirst und dass sie dich kriegen wollen, sei es durch eine solche Wegzugsteuer, sei es durch eine Vermögensteuer oder eine der anderen Maßnahmen, die hier entweder von der deutschen Bundesregierung oder auch von der EU in der Pipeline sind. Wie es hier manche der Reddit-User gesagt haben, wird hier vielfach eine Salamitaktik angewandt. Das heißt, man führt mal ein Gesetz ein und dann reduziert man einfach den Betrag immer weiter oder erweitert das Gesetz, ändert das dann auch um. Jetzt sind es ETFs, vielleicht sind es irgendwann Aktien und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, strategisch gesehen kannst du davon ausgehen, dass es in die gleiche Richtung laufen wird wie in Österreich zum Beispiel. Hätte die deutsche Bundesregierung jetzt gleich ein Gesetz eingeführt wie in Österreich, wäre es zu einem Aufschrei gekommen. Damit wäre sie nicht durchgekommen, wahrscheinlich auch nicht, weil da ja eben immer noch die FDP in der Regierung ist. Sie hätte das niemals mitgemacht. Strategisch gesehen weißt du, wohin die Richtung geht in Deutschland. Das ist kein Geheimnis. Das heißt also, du solltest dir wirklich überlegen, was du mit deinem Leben, mit deinem Vermögen machst. Glaubst du, dass du dort sicher bist, dass dein Vermögen dort sicher ist? Oder was wird nächstes Jahr beim Jahressteuergesetz 2025 kommen? Ja. Diese ganze Sache kommt jetzt hier sehr überraschend. Damit hat im Grunde genommen keiner gerechnet. Und du siehst, was die Situation ist. Man hat noch 1,5 Monate Zeit, wenn man Deutschland verlassen will. Ja. Was wird nächstes Jahr im Jahressteuergesetz stehen? Eine weitere Verschärfung vielleicht, eine ganz andere steuerliche Initiative. Wer kann das schon sagen? Du verlierst dann aber natürlich hier Handlungsspielraum. Weil wenn du jetzt noch schnell umziehen musst, irgendwas übers Knie brechen musst, kannst du davon ausgehen, dass es nicht die beste Lösung ist. Es ist entweder teuer oder nicht optimal. Das heißt also, ich würde dir auf jeden Fall raten, analysiere natürlich die Situation für dich persönlich. Aber ich gehe davon aus, dass Leistungsträger in Deutschland und auch in der EU, ich habe ja schon in anderen Videos erklärt, was auch in anderen EU-Ländern abgeht, weiterhin stark belastet werden wollen. Du hast wahrscheinlich vom Strategieentwurf der SPD für die nächste Bundestagswahl gehört, mit dem sie hier in den Wahlkampf ziehen will.
Vermögensteuer einführen und alle, die mehr als 15.000 € im Monat verdienen, ich weiß, das ist eine Menge Geld, keine Frage, sollen jetzt noch stärker steuerlich belastet werden, dass andere entlastet werden können. Wie lange willst du dort noch mitmachen und was kommt dann noch weiter? Ja, das heißt also, man ist so ein bisschen wie der Frosch, der im heißen Wasser sitzt, wo die Temperatur so langsam immer weiter aufgedreht wird. Die Schlinge zieht sich zu, so wie ich es gerade eben gesagt habe. Das heißt, du musst dir wirklich überlegen, was du strategisch machst, wenn du ohnehin planst auszuwandern, würde ich dir raten, es eher früher zu tun als später zu tun. Interessanterweise wurde ja in dem Gesetzesentwurf erwähnt, dass durch die entsprechenden Meldepflichten, die hier ja vorliegen, § 138 AO, der Staat, die Regierung überhaupt erst drauf gekommen ist, dass sie jetzt hier die Wegzugsteuer verschärfen soll. Ja. Du weißt ja, was hier in der EU an weiteren Transparenzvorschriften und weiteren Meldepflichten in der Pipeline ist. Europaweites Kontenregister, die AMLA-Überwachung, digitale ID, digitale Währungen und so weiter und so fort. Der Kommentar in dieser Gesetzesvorlage ist die Bestätigung, dass die Regierung solche Meldungen nutzt, solche Möglichkeiten nutzt, hier die Steuerschraube anzuziehen. Wie wird das erst in Zukunft sein, wenn es völlig ungekannte Möglichkeiten hier für die Regierung gibt, Vorgänge, die international, die in Europa passieren, zu analysieren? Auf welche Ideen werden sie dann noch kommen, hier die Steuerschraube weiter anzuziehen? Daher nochmal, überlege dir gut, ob deine Zukunft nicht außerhalb der EU ist, nicht außerhalb Deutschlands ist. Ich habe heute mit einem Mandanten gesprochen, der Holländer ist, der in Holland lebt. Er zieht jetzt Hals über Kopf noch dieses Jahr nach Deutschland um. Er zieht deswegen von Holland nach Deutschland um, weil in Holland eine Wegzugsteuer gleicher Art, wie jetzt hier besprochen wurde oder wie sie in Österreich vorliegt, eingeführt werden soll. Eben auf Kapitalvermögen, wie es auch in Österreich der Fall ist. Er ist noch in Holland beruflich gebunden. Das heißt, er zieht einfach ins Grenzgebiet. Er zieht einfach hier über die deutsch-holländische Grenze, lebt dann dort, geht weiterhin in den Niederlanden arbeiten, ist aber in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Plant dann dort noch einige Jahre zu sein, um dann irgendwo hinzuziehen außerhalb der EU, Asien oder sowas. Ja. Wir reden jeden Tag mit Mandanten, die hier sehr ernsthaft solche Schritte hier betreiben. Die wollen nicht der Frosch sein, der im heißen Wasser sitzt, wo man die Temperatur langsam aufdreht. Und in Holland ist das Gesetz auch noch nicht entschieden. Trotzdem macht er den Umzug prophylaktisch. Er ist sicher, dass dieses Gesetz eingeführt wird. Entweder Anfang nächsten Jahres oder Anfang 2026. Ja? Bequemlichkeit, einfach nichts zu tun und abzuwarten, was da kommen mag und sich zu denken, so schlimm kann es ja nicht sein. Ja? Diesen Fehler haben in der Geschichte immer wieder Menschen gemacht. Zuletzt vielfach in Russland und der Ukraine, wo sehr viele sich um Aufenthaltsbewilligungen in Dubai zum Beispiel bemüht haben und dann weg sind, lange bevor der Krieg ausgebrochen ist. Und jene, die es nicht getan haben, die konnten dann auf einmal nicht mehr gehen. Zumindest wenn du männlich bist und wehrpflichtig warst. Also einfach zu warten, dass es immer schlimmer wird. Wie gesagt, es ist Salamitaktik, es ist der Frosch im heißen Wasser. Es wird langsam immer heißer. Eine Revolution brauchst du nicht zu erwarten. Das ist alles eine Evolution, wie man so schön sagt. In langsamen Schritten wird es immer schlimmer. Aber wenn du dann zurückschaust, 10, 20 Jahre, bist du schockiert, was sich alles zum Negativen geändert hat. Tja, und mit diesen nachdenklichen Worten werde ich dieses Video beenden. Also die Wegzugsbesteuerung in Deutschland wird ab 2025 erstmalig auch für Privatvermögen gelten. Eine sehr besorgniserregende Entwicklung, muss man sagen. Wenn du einen Wegzug ins Ausland planst, zumindest an einem Plan B arbeiten willst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich packe natürlich auch die ganzen Infos zum Gesetzestext, zu dem Reddit-Thread hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir tun seit 20 Jahren fast nichts anderes, als Mandanten dabei zu beraten, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit.
Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.